Es war einmal vor langer, langer Zeit die erste Schöpfung. In dieser Zeit lebten die ersten Menschen, unsere Vorfahren. In der ersten Schöpfung waren unsere Vorfahren sehr eng mit den Tieren verbunden. Lebewesen wechselten von einer Form in eine andere. Hau, hau. Ein Mensch konnte sich in einen Vogel verwandeln. Eine Elenantilope konnte sich in Regen verwandeln. Eine ins Wasser gefallene Feder konnte sich in einen ganzen Strauß verwandeln. Eine Ledersandale konnte sich in eine Antilope verwandeln. Alles war ständig im Wandel. Die Welt war immer in Bewegung. Manche Menschen lebten eine Zeit lang in einem Zwischenzustand, halb Tiere, halb Mensch. Eine Gruppe von Wesen waren Menschen mit Elenantilopenköpfen. Die konnten mit ihren Hufen klatschen. Sie waren die ersten tanzenden Heilerinnen und Heiler. Der Mond nahm am Himmel zu und ab. Die Menschen konnten zwischen Leben und Tod reisen. Niemand starb auf Dauer, sondern sie konnten aus dem Tod ins Leben wieder zurückkehren. Alles war ständig im Wandel. Die Welt war immer in Bewegung. Und der Himmel sah aus wie ein Spinnennetz, Das die Verbindungen zwischen allen Lebewesen sichtbar machte. Und dann änderte sich alles. Die große Veränderung kam, als die Menschen die Sprache erfanden. Sie begannen allem einen Namen zu geben. Berg, Fluss, la 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 la, Frosch. Sobald alles einen Namen hatte, konnten sich die Formen nicht mehr ändern. Alles wurde fest, so wurden die Menschen von den Tieren getrennt. Die Menschen richteten sich immer mehr nach der Sonne, dabei vergaßen sie den Mond. Krankheit und Tod traten aus, sobald die Dinge einen Namen hatten. Keiner kehrte aus dem Tod wieder zurück. Die Menschen, die einst Elenantilopenköpfe und Hufen hatten, lernten mit ihrem menschlichen Körper zu heilen. So begann die zweite Schöpfung, die bis heute andauert.
Auch wir leben in dieser zweiten Schöpfung. Vieles von dem, was es heute gibt, wurde eigentlich aus den ersten Formen geschaffen. Viele Lebewesen, Orte und Dinge, die heute nicht menschlich sind, stammen von den ersten Menschen ab. So stammen die Berge und Flüsse von unseren Vorfahren ab. Und auch die Wildtiere und Vögel. Ich fühle mich so gut in meinem neuen Körper. Ich fühle mich so gut, ich bin so blau und schön. In der ersten Schöpfung gab es noch keine Pflanzen, Gräser oder Bäume. Sie wurden in der zweiten Schöpfung erschaffen. Jedem Tier wurde eine besondere Pflanze gegeben. Doch die zweite Schöpfung bedeutet nicht das Ende der ersten Schöpfung. Die erste Schöpfung existiert immer noch, es ist nur schwieriger, sie zu erreichen. Wenn eine Gemeinschaft oder ein Ort krank ist, braucht sie die verwandelte Kraft der ersten Schöpfung, um sich zu heilen. Und dann kommen die Menschen zusammen und führen Rituale durch. Sie tanzen im Kreis, klatschen und singen. Sie erzählen Geschichten von der ersten Schöpfung. Indem sie diese Dinge gemeinsam tun, öffnen sie eine Art Portal. Durch dieses Portal können sie in die erste Schöpfung eintreten. Dann können sie sich erneut verwandeln. Eins der heilenden Tänze ist der Eden-Antilopentanz. Die Menschen machen die Bewegungen der Antilopen nach, um sich ihre Kraft anzueignen. Indem sie im Tanz zur Antilopen werden, löschen sie erneut die Grenze zwischen Mensch und Tier, dem Mensch und dem Rest der Welt aus. Wenn die Menschen
Menschen in die zweite Schöpfung zurückkehren, bringen sie etwas von der wandelnden Energie mit. Die Verbindung mit der ersten Schöpfung ermöglicht es den Menschen, sich zu erinnern, dass man die Welt ändern kann. Die wandelnde Energie der ersten Schöpfung kann Wunden und Konflikte heilen. Sie kann die Fäden zwischen allen Wesen neu knüpfen.